Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Mobile Dungeon. Ja, es ist wieder soweit, wir bringen ein neues Video. Und ja, ich war so ein bisschen am Überlegen, weil manche haben gesagt, ja, ist ganz nice, bring davon mehr. Die anderen sagen, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Deswegen war ich so ein bisschen im Zwiespalt gewesen. Ich möchte auf jeden Fall, dass ich ja, euch so meinen Fortschritt von dem Game mitteile, denn ich bin schon, muss ich sagen, für meine Verhältnisse schon recht begeistert von dem Spiel. Es hat Potenzial und ja, habe schon die ein oder andere Session auf dem Klo verbracht damit. Also es macht schon süchtig, muss ich mal so sagen, ja. Allerdings auf YouTube möchte ich das, wie gesagt, euch auch zeigen, nur halt eben nicht so krass wie jetzt bei Shakes and Fidget, so daily, sondern vielleicht, ich sag mal so, ja, 1 bis 2 Mal pro Woche vielleicht, ja. Und da wollte ich sehr gerne mal eure Meinung zu hören. Was möchtet ihr sehr gerne sehen? Da möchte ich mal ganz gerne eine kleine Umfrage im Sinne von machen, wenn euch Mobile Dungeon gefällt und ihr mehr von Mobile Dungeon hier auf meinem Kanal sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Spiel hier nicht mehr sehen wollt, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach unten. Dann habe ich da auf jeden Fall die Referenz für mich, ob ich das in Zukunft öfter bringen soll oder ja, ob ein Großteil davon nicht begeistert ist, das Format hier weiterhin auf dem Kanal zu sehen. Deswegen, ja, ich würde es auf jeden Fall ganz cool finden, wenn man so sagt, so 1 bis 2 Mal die Woche kann man mal ein Video vom Mobile Dungeon bringen, ja, um mal so ein bisschen den Fortschritt mit zu verfolgen. Ansonsten ja, kann ich natürlich, oder bin ich jetzt auch sehr auf eure Meinung dazu gespannt und auf euer Ergebnis dann halt eben in Bezug auf Mobile Dungeon. Also wie gesagt, ich habe schon eine Zeit lang gezockt, muss ich sagen. Ich zocke jetzt auch gerade live sozusagen, also ihr seht jetzt gerade, was ich hier mache. Ja, beim letzten Mal war es nachkommentiert und ja, ich habe schon ein bisschen gezockt auf jeden Fall. Das erste, was wir hier machen, ist mal wieder hier so einen kleinen Tropfen ins Klo werfen, um mal wieder einen neuen Dungeon, neuen Helden hier zu beschwören. Und da muss ich auch sagen, okay, hier sehe ich auf jeden Fall den, ja, den Pay-Faktor extrem. Denn bei diesem, ja, das ist nichts anderes als Gamble-Kisten öffnen in, was weiß ich, Counter-Strike oder was weiß ich wo, in allen möglichen Games auf jeden Fall. Denn ihr habt hier eure Helden, die ihr ziehen könnt und ihr seht schon, die haben prozentuale Chancen zu erscheinen. Ja, es gibt ungewöhnliche mit 55%, dann epische mit 9%. Und legendäre, die so ja, 1% haben oder so. Das ist auf jeden Fall schon, ja, schon krass, dass sie das dann halt auch so anzeigen, wie hoch die prozentuale Aufteilung ist. Und da man diese Tropfen hier, die man fürs Klo braucht, die man da reinwirft, relativ selten bekommt, ist es auch echt, ja, kann man auch echt schwer diese Tropfen so Free-to-Play erfahren. Und da hilft natürlich der Schwarzmarkt beziehungsweise halt eben der Ingame-Shop extrem aus, denn man zieht hier meistens nur Grütze. Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt mal auf meine Helden gucken, ich spiele jetzt schon eine Zeit lang und ja, ich habe bisher wirklich nur absoluten Dünnpfiff gezogen. Das ist auch übrigens der Grund, warum die alle noch nicht so krass verbessert sind, beziehungsweise ich momentan mein Gold auch horte, denn wer hier oben gesehen hatte, ich habe 15.000 Gold momentan. Ich gebe so gut wie nichts auf, weil ich noch auf den richtigen Helden warte, den ich dann in mein Team aufnehme. Ja, bisher sieht es nicht so dolle aus. Arena habe ich schon freigeschaltet, Ehrenhalle, ja, und habe auch schon ein bisschen gespielt, nicht allzu viel. So dass ich sagen kann, okay, ja, ich habe es mal ausprobiert, aber ja, mit meinem Team habe ich da bisher noch nicht so eine hohen Chancen. Wir können hier einmal reingehen, gucken mal, okay, da sehen wir zum Beispiel der Gegner, der Mirko, könnte hier vielleicht der Breezock sein an der Stelle, keine Ahnung, der hat 2200 und ich habe 2000, ja, und das ist, da sind wir natürlich etwas in der Unterzahl, sag ich mal, deswegen lassen wir das jetzt erstmal sein und gehen erstmal in die Abenteuer rein, ja, denn dort bin ich auch schon ein bisschen weiter, ihr seht, ich habe noch nicht allzu viele Gegner freigeschaltet, das liegt erstmal daran, dass ich überall erstmal so gut es geht 3 Sterne farmen wollte. Ja, hier war ja die erste Map gewesen, die wir im Video gezeigt haben. Dort habe ich alles mit 3 Sterne absolviert, bis auf halt eben den Dungeon. Der fehlt noch. Da können wir sehr gerne auch zusammen rein, denn ja, was ich hier
sehr gut finde, sind halt eben diese Dungeons, die auf einen warten. Das ist so wirklich das, was das Game so ein bisschen ausmacht in meinen Augen. Denn zwischen diesen einzelnen Etagen, sag ich mal, wenn wir jetzt hier zum Beispiel ja, einfach mal so einen Fight machen, um mal zu gucken, wie jetzt so mein Team aufgestellt ist, etc. pp. Wie gesagt, es ist jetzt halt noch nicht so doll. Ich mache mal die Geschwindigkeit hier ein bisschen höher. Ja, sieht man erstmal so ein bisschen, womit ich hier die Tage jetzt so gekämpft habe. Es ist wirklich ja, sehr überschaubar, sag ich mal so, wie es ist. Ne? Ich habe mich schon ein bisschen an die Attacken gewöhnt, was die machen und so weiter und so fort. Und ja, kann die auch einigermaßen okay einsetzen, sage ich jetzt mal so. Aber es ist halt noch nicht so was mir jetzt so hundertprozentig jetzt irgendwie so gefällt, sag ich mal. Ne? Weil, ja, ich vermisse noch irgendwie so zumindest irgendwie einen epischen Helden. Der muss ja nicht gleich sofort legendär sein, aber ja, das ist so momentan gerade so ein bisschen mein Problem, sag ich mal. Deswegen, ja, habe ich die Helden jetzt auch, wie gesagt, großartig noch nicht wirklich verbessert jetzt hier so. Ne? Und ja, jetzt, nachdem wir jetzt hier diese normalen Dungeons, beziehungsweise sind ja keine Dungeons, sondern, ja, wie nennt man das, Wellen oder, ich sag mal, Herausforderungen, die man auf seinem Weg hier bestreiten muss, abgeschlossen haben, gehen wir gleich mal nämlich in so einen Dungeon rein. Für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger das Spiel spielen, die ja, wissen das vielleicht schon oder haben das ja, schon ein bisschen in Erfahrung gebracht, wie das Ganze funktioniert. Ich finde es aber sehr cool, muss ich sagen, dass man da jetzt in diesen Dungeons, ihr werdet es dann gleich sehen, da so seine Map hat, mit der man halt navigieren kann und dann quasi so selbst entscheiden kann, wo man dann halt lang geht. Das ist schon ziemlich cool. Und ja, habe ich in der Art und Weise so bisher auch in einem Game noch nicht so gesehen, sag ich mal. Ne? Ob es jetzt wirklich das innovative Ding ist, was jetzt hier, ja, ich sag mal, alle Leute hier jetzt von außerhalb der Bubble irgendwie anlockt, das kann ich euch jetzt nicht sagen und das glaube ich wahrscheinlich auch eher weniger. Aber es ist auf jeden Fall für den Mobile-Bereich irgendwie schon ein Aspekt, wo ich sage, ja, das Game könnte schon Spaß machen. Ich bin mal gespannt, wie es auf Langzeit aussieht hier mit dem Spiel. Denn da weiß ich noch nicht ganz genau, ob das so begeistern könnte. Aber wir stehen ja hier auch noch direkt am Anfang. Und ich habe ja hier auch wirklich noch kaum irgendwas gesehen, großartig. Ne? Also es gibt auch noch deutlich mehr, wo wir jetzt auch nochmal gleich drauf ja, gehen können und ich euch zeigen kann. Denn es gibt halt eben auch noch nicht nur diese normalen Dungeons mit dieser Karte und diese Kämpfe, die wir jetzt hier gerade sehen, sondern ja, ihr habt ja eben auch schon gesehen, es gibt zum Beispiel die Arena, wo man reingehen kann. Und ja, bevor wir jetzt mal in den Dungeon gehen, dann kann man hier halt sehen Türme. So, ne, da können wir halt reingehen. Ich habe jetzt hier noch gar nichts weiter gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt irgendwie großartig vorankommen. Da seht ihr, hier ist wie so der Märchenturm in Shakes and Fidget. Und dort kann man halt hier auch starten und seine Etagen halt mitnehmen. Und ja, da weiß ich jetzt, habe ich gar keinen Plan, wie stark die jetzt sind hier im Vergleich zu meinem Team. Die scheinen aber relativ weak zu sein hier. Deswegen, einfach Fehler. Okay, einfach Fehler. Ja, ansonsten, die Dailies hat man hier auch jeden Tag so, ne? Also ich habe hier jetzt gerade, glaube ich, nichts, was wir jetzt hier großartig bisher heute geschafft haben. Deswegen machen wir mal einfach weiter. Ich habe heute auch noch nicht weiter gezockt. Das ist jetzt das erste, was ich hier gerade mache, hier in dem Game heute. Und ja, für diese Dungeons, da braucht ihr halt kein Bier, sondern die Schlüssel, die ihr rechts oben seht. Und da kommt ihr halt exklusiv mit in diese Dungeons rein. Die sind halt nochmal ein bisschen anders. Ja, und da habt ihr halt eben eure Karte hier, wo ihr lang gehen könnt. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel hier in dieses leere Feld reingehen. Da erwartet euch natürlich nichts. Hier ist dann das erste Monster mit der ersten Welle und die ersten Gegner, die dann auf euch warten. Ja, und das finde ich halt ganz cool, muss ich sagen so. Weil, ja, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen innovativ auf jeden Fall. Man kann hier so ein bisschen man kann seinen eigenen Weg gehen, wählen, wo man lang gehen will. Aber am Ende des Tages ist es dann doch irgendwo ein Schlauchlevel, was vorherbestimmt ist, sag ich mal, ne? Sodass ihr früher oder später sowieso da lang gehen müsst, wo euch das Spiel halt eben hinguidet. So, ne? Schreibt mir auch mal sonst sehr gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Habt ihr das Spiel mal selbst getestet? Ist es was für euch?
Oder sagt ihr, oh, ja, nö, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich habe auch einige gelesen von euch, die jetzt erstmal so auf die Steam-Version warten. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch ganz cool werden. Achso, jetzt ist jemand von uns gestorben. Da können wir hier, ja, nehmen wir hier einen rein, so, zack. Da ist schon jemand gestorben, Alter, das ist ja... Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt während mein Laberflash hier. Ja, jetzt müssen wir erstmal in den nächsten Dungeon rein. Also es ist jetzt nicht mehr so wie beim ersten Video, dass die Gegner hier jetzt so relativ easy zu besiegen sind. Die sind jetzt mit der Zeit schon echt ein bisschen schwieriger geworden. Ist ja auch klar. Wir machen mal hier so einen Blitz. Das konnte ja auch nicht ja, die ganze Zeit, sag ich mal, so... Okay, die sollte gleich sterben, denke ich mal, die Sumpfmampfe hier. Deswegen gehe ich mal darauf. Okay, überlebt wieder mit einem kleinen Tick. Das ist natürlich wieder sehr ärgerlich. Ja, dann schalten wir erstmal die restlichen Verbliebenen aus hier. So, jetzt sollte der Magier rankommen und dann sollten wir die Mampfe hier mitnehmen. Genau, und dann bleibt nur noch einer übrig. Perfekt. Ja, also wie gesagt, ich bin hundertprozentig noch nicht zufrieden mit meinem Team, weil ich halt, ja, man sieht überall schon, die Leute haben schon irgendwelche legendären Sachen gefunden. Gut, keine Ahnung. Ich bin bisher auch noch komplett Free-to-Play hier unterwegs, was das angeht. Also ich habe noch nichts weiter hier. Ah, okay, hier können wir heilen. Ich glaube, ich nehme schon mal die Heilung. Oder wir kommen später zurück. Ich meine 20% auf alle, 20%. Es könnte schon... Ja, beim nächsten könnten halt jetzt wieder welche sterben. Ne? Wir können noch mal eine... Komm, wir probieren noch mal eine. Ich hoffe mal, jetzt stirbt keiner von uns hier. Ah, okay. Schlüssel aufheben. Gut. Sehr schön. Das finde ich halt ganz geil so. Dann gehen wir mal in den nächsten rein hier. Zack. Da sollten jetzt wieder Gegner auf uns warten. Jo, genau. Ich hoffe mal, dass jetzt alle überleben hier. Ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, es wird jemand von uns sterben hier. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich gebe mal meinen Leuten erstmal hier einen Buff, damit die erstmal und den hier, so, dann kriegen jetzt alle Verteidigung und dann, das sieht nicht gut aus. Okay, das Ei stirbt, shit. Was war nochmal die Attacke jetzt? Achso, nee, okay, gut, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Klicken wir das mal an. Also das Ei habe ich halt auch fast überhaupt gar nicht gelevelt so, weil, ja, das ist auf Stufe 10. Und das wollte ich halt auch nicht in meinem Team haben. Ich wollte halt wirklich auf irgendwas Cooles warten. So, dass wir irgendwie ein bisschen Glück haben und dann einigermaßen okayen Gegner oder Helden irgendwie kriegen. Guck mal, der macht doch gar keinen Schaden, das Ei, Alter. Das macht überhaupt gar keinen Schaden hier. Ja. Aber es hat durch diesen Buff von diesem Banditen, den wir haben, jetzt tatsächlich auch sogar überlebt. Holy shit, Alter, das war richtig knapp. Jetzt gehen wir definitiv zurück. Hat sich nochmal gelohnt, haben wir einen guten Move gemacht. Und jetzt sammeln wir heile alle Helden 20%. So, ist jetzt ein kleiner Buff auf jeden Fall. Ne? Aber ja, ich denke mal, ist besser als vorher. Ja, dann kommen wir hier in die nächste Ebene, nehmen den Schlüssel mit und kommen damit zum Endboss. Ja, bin ich sehr gespannt. Das ist jetzt übrigens schon von diesem Dungeon hier die zweite Etage sozusagen, oder die zweite Herausforderung, kann man so sagen. Ich gehe mal auf die hier, denke ich mal. Dann buffen wir erstmal alle. So. Ja, und deswegen werden die natürlich auch schon ein bisschen stärker. Zufällig Verbündete. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Ah, jetzt hat er sich selbst gebufft, oder was? Na toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil das Ei ist mit am schwächsten, was wir hier haben von den ganzen Leuten. So, aber ja, mein Magier ist schon relativ strong, sag ich mal. Wir gehen mal hier auf den Schlachtruf. Das ist ganz geil eigentlich so. Dann sterben die Verbündeten jetzt nicht in einer Runde oder überleben irgendwie mit 1 HP. So, aber ich denke mal, das sollten wir packen. Vor allen Dingen der Magier, der ist bei mir halt mit am höchsten. So, ne, deswegen macht er auch gut Damage. Aber es scheint bisher alle so ein bisschen zu überleben. Falls jetzt nicht noch irgendwie eine heftige Attacke von ihm kommt, dann sollten wir das hinkriegen. Jawohl. Und wir haben sogar alle heil und gut behütet durchbekommen. Ja, ihr seht, wie gesagt, das Gold wird bei mir immer mehr. Aber ich habe auch nicht großartig... Okay, jetzt habe ich mal eine Rüstung bekommen. Ansonsten bekomme ich auch wirklich... Ne, also ich bekomme keine guten Begleiter
Und vom Loot her bekomme ich auch wirklich nur Crap-Loot, Alter. Also es ist wirklich wie verhext. Ja, meine Helden sind auch wirklich nicht gut ausgestattet. Guckt euch das mal an. Die haben hier alle eine Waffe, die haben hier kaum irgendwie einen Brustpanzer oder so. So, dem können wir jetzt mal hier das anlegen, das haben wir gerade gefunden. Hat er hier noch irgendwas Besseres? Nö. Ja, also ihr seht, das ist ein Trauerspiel. Ja. Also ich habe hier bisher leider noch nicht allzu viel Glück gehabt. Jetzt können wir mal alles hier einsammeln, so zack. Die Daily wollt ihr natürlich haben, weil hier oben, oben rechts die Endbelohnung ist halt dieser Tropfen, den ihr ins Klo schmeißen könnt. Und da kommt am Ende des Tages, kommt es halt überall drauf an, dass ihr halt neue Helden bekommt. Und ja, da wollt ihr natürlich auch die besten Helden haben. Und da ist natürlich die Prozentchance relativ gering. Ja, ansonsten gibt es hier halt eben auch noch diese Titanen. Da können wir auch gerne mal einen Angriff machen. Also die Titanen sind echt geil auf jeden Fall, weil die sind halt riesig. So, das sind riesig krasse Monster hier, gegen die man kämpft. Und das ist quasi wie so eine, ja, wie lange überlebt ihr irgendwie Geschichte. Wir können hier mal so eine Challenge starten, ja, um mal einfach zu gucken, dass ich euch das mal zeigen kann. Ist schon relativ cool gemacht so, ne? Und die sind halt übelst groß und übelst stark und übelst mächtig, so, und die hauen halt übelst die kranken Fähigkeiten raus, so, ne? Und die kriegt man im Guten auch gar nicht so down, da muss man schon echt gut gelevelt für sein. Das sind wir jetzt nicht. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum die anderen Attacken jetzt momentan gerade nicht gehen. Keine Ahnung, aber es geht jetzt gerade nur eine. Vielleicht ist das von ihm irgendein Spell, dass wir hier nur eine Attacke benutzen können. Vielleicht ist es ein Bug, keine Ahnung. Ja, aber wir gucken mal einfach, wie weit wir kommen. Vielleicht kann man die auch in diesem Modus nicht benutzen. Ich weiß es nicht, kann auch sein. Ja, aber wir schauen mal einfach, wie weit wir kommen. So, vielleicht, ja, also wir haben jetzt schon mehr Damage, wie man oben da so ein bisschen erkennen kann zwischen Welle und Runde. Dahinter ist sein Lebensbalken, so ein bisschen zu sehen. Den hätte ich ganz gerne ein bisschen mehr im Fokus gehabt, das sehen wir leider nicht so. Boah, ich sollte vielleicht mal meine Helden buffen, das hätte ich mal gleich von Anfang an machen sollen hier vielleicht. Jetzt gehen auch die anderen Fähigkeiten auf einmal. Ja, gucken wir mal, ob wir den irgendwie, es sieht sogar momentan ganz gut aus, das hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier so weit kommen. Ja, zack, nehmen wir mal plündern hier, nehmen wir alle, das ist auch ganz geil, eine Fähigkeit, nehmen wir ihnen alle Buffs weg so. Ja, und jetzt versuchen wir mal unser Bestes hier rauszuhauen. Das sieht tatsächlich gar nicht verkehrt aus, muss ich sagen. Ja, und da gibt es halt hier ganz viele von den Titanen. Also das Spiel ist schon echt, ja, nice. Wir haben ihn besiegt. Oha. Das ist live im Video hier. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Fortfahren, was passiert jetzt? Also so weit war ich halt noch nicht. Okay, jetzt sind wir auf Ebene 2, denn anscheinend, von dem Schattenhund. Ja, denn ich hatte schon mal einmal einen Titan angegriffen, das war der, da habe ich total verloren. Ja, also macht schon Spaß, muss man schon sagen, es macht schon Spaß und ja, ich habe hier halt alle anderen Gebäude auch schon freigeschaltet, damit man das so sieht beim Schmied. Da kann man so ein bisschen seine Waffen, die man findet, so seinen ganzen Crap-Loot kann man da zerlegen, man kann seine Waffen verbessern. Und Kapelle habe ich schon aufgeschaltet, dort kann man die Helden ja auch so ein bisschen aufsteigen lassen. Da sieht man, ja, kriegen die so ein paar Aufwertungspunkte dann mit dazu. Ne? Das kommt dann erst auch noch später alles. Und ja, ansonsten habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt, was ich bisher so freigeschaltet habe. Wir können ja noch das kostenlose Paket mitnehmen. Ja, wie soll es anders sein? Mal wieder nur Crap-Loot hier am Start, Alter. Ja. Aber ja, wie gesagt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr es mal 1- bis 2-mal die Woche, also ich übertreibe es jetzt auch nicht, mal sehen wollt, das Game. Ne? Dafür ist es, denke ich mal, ganz cool. Komm, wir kämpfen mal einfach mal hier gegen Mirko, auch wenn wir jetzt hier aufs Maul kriegen. Er hat ja auch schon 5 Begleiter, ich habe leider nur 4. Wir starten einfach mal, damit ihr es trotzdem seht, wie das Prinzip dahinter so funktioniert. Im Prinzip ist es halt so, oh Gott, Alter, ich bin ja jetzt schon down. Ich bin ja jetzt schon down, Alter, what the fuck, okay. Na, das war ein Griff ins Klo. Ja, moin. Aber er hat auch schon hier irgendwie so den Bogi plus Magier irgendwie am Start. Ja, crazy, Alter, crazy kann ich dazu sagen. Das ist ja schon GG, Alter. Nehme ich jetzt die Spinne da, oder? Ja, wir versuchen mal den Bogi irgendwie auszuschalten. Oh. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Okay, vielleicht kriegen wir hier mit dieser Trap... Ja, komm, mach die Spinne weg. Es ist sehr belastend.
Dann machen wir ihn hier. So, ja, überleben sogar noch. Oha, okay. Dann nehmen wir den Schlachtruf. So, mit Schlachtruf sollten jetzt, glaube ich, alle mit 1 HP die Runde überleben. Ja, okay, das ist ganz geil, ne? Also das muss ich sagen, das ist ganz cool. Haben wir ihn hier, zack, da ist er schon mal weg, okay. So, jetzt aber hier den... Oh, er nimmt den Kundschafter nicht mit. Okay, jetzt haben wir hier einen Magier. Oh mein Gott, okay. Ja, der macht halt so Flächenschadenmäßig. Das ist halt, das ist crazy. Das ist crazy. Okay, aber wir sind... Oder ich bin, beziehungsweise, ja, ich bin ein bisschen weitergekommen, als ich gedacht hätte. Ich dachte, wir gehen komplett unter. Ne? Huch, Fehler. Aber ja, so sieht das Ganze im PvP aus denn. Ne? Da wird halt dann die Mannschaft bereitgestellt und wenn jemand gegen euch kämpft, dann müsst ihr halt, ja, aktiv gegen eure Mannschaft kämpfen und ihr seht den Kampf quasi gar nicht, also die kämpfen quasi für euch. Ja, Freunde, so sieht es momentan aus bei mir. Ne? Ich bin weiter heftig am Grinden auf jeden Fall. Ich werde jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr mich darauf konzentrieren, nicht die 3 Sterne hier überall freizuschalten, sondern erstmal so die Map hier durchzuspielen, weil das würde ich euch auch empfehlen. Das ist am Ende des Tages mit am einfachsten und bringt euch auch mit am meisten, aber ich wollte erstmal so ein bisschen alles komplettieren und ja, bevor ich dann großartig weitermache, aber jetzt werde ich erstmal ein bisschen durchgrinden. Freunde, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, den Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr nicht mehr sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach unten und dann weiß ich Bescheid auf jeden Fall. Das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.